Wenn ich auf der Suche nach einer neuen Wohnung bin, dann wende ich mich in den meisten Fällen an ein großes Immobilienportal im Internet und da habe ich die Suchmaschine und sehr viele Angebote zum Vergleichen. Und dabei kann es passieren, dass ich bei einer Wohnung Werte bekomme, wie ich sie hier dargestellt habe, mit einer Wohnfläche von 60 Quadratmeter und mit einer Nutzfläche von 53 Quadratmeter. Also ist die Nutzfläche etwas kleiner als die Wohnfläche. Suche ich nicht nach einer Wohnung, sondern nach einem Haus, dann wiederholt sich die ganze Geschichte. Es kann passieren, dass ich dann, wie hier dargestellt, eine Wohnfläche von 195 Quadratmeter vorfinde und eine Nutzfläche von 278 Quadratmeter. Das heißt, wenn wir uns erinnern an die Wohnung, da war die Nutzfläche kleiner, hier ist die Nutzfläche deutlich größer. Was hat es damit auf sich? Damit herzlich willkommen im Video des Immobilienlexikons zum Thema Wohnfläche oder Nutzfläche. Was bedeuten diese beiden wichtigen Begriffe? Und die Definition ist nicht so schwierig. Die Wohnfläche ist die Gesamtfläche des Wohnraums. Die Nutzfläche ist die Gesamtfläche des tatsächlich nutzbaren Raumes oder der nutzbaren Flächen. Wenn wir uns an die Wohnung erinnern, da war die Wohnfläche größer als die Nutzfläche. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel bei der Wohnfläche alles mitberechnet wird, was Teil der Wohnung ist, aber es kann zum Beispiel kleine Nischen geben, hinter einer Tür oder wo auch immer, die man nicht nutzen kann, um zum Beispiel ein Möbelstück abzulegen, um zum Beispiel dort einen Schrank unterzubringen. Man kann sich dort nicht hinsetzen, es ist einfach ein zu kleiner Platz, aber der Platz ist vorhanden. Bei der Wohnfläche wird er mitgezählt, bei der Nutzfläche nicht, weil für den eigentlichen Wohnzweck kann dieses kleine Stück Fläche nicht wirklich verwendet werden. Ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel das tief ausgeschnittene Fensterbrett in älteren Häusern. Da kann es dicke Mauern geben und da kann es schon passieren, dass es einen halben Meter breite Fensterblöcke gibt, Fensterbretter, die man für Dekorationszwecke verwenden kann, wo man auch Vasen draufstellen kann, Blumen, was auch immer. Die Katze freut sich, weil sie einen wunderbaren Liegeplatz hat und beim Fenster rausschauen kann, aber ein wirklicher Wohnraum im eigentlichen Sinne ist das nicht. Und daher ist bei der Wohnung die Wohnfläche meistens ein kleines Stück größer als die Nutzfläche und man kann sich hier an der Nutzfläche orientieren. Aber was hat es dann mit dem Haus auf sich? Wieso ist dort die Differenz so groß? Das liegt daran, dass die Wohnfläche fix definiert ist. Wenn wir uns ein Haus vorstellen mit einem Stockwerk und darüber gibt es noch unter dem Dach Wohnräume, so ist fix definiert, dass der in sich geschlossene untere Teil, das Geschoss, komplett als Wohnfläche gilt, aber unterhalb vom Dach kommt es auf die Konstruktion an, ob das als Wohnraum akzeptiert wird oder nicht. Es kann aber sehr wohl sein, dass man da oben ein Gästezimmer eingerichtet hat. Das heißt, als Nutzfläche ist der Bereich unterhalb des Daches auf jeden Fall ein Thema. Als Wohnfläche ist es eine Definitionsfrage. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich hier als Beispiel angeführt habe, nämlich wenn man einen Keller hat, und das ist bei einem Haus nichts Unübliches, Keller gibt es auch bei der Wohnung, aber nicht immer. Man hat einen Keller für das Haus und hat dort zum Beispiel ein Kinderzimmer eingerichtet. Dann ist es eine Wohnfläche, wenn es eine Heizmöglichkeit gibt und wenn es ein Fenster gibt. Gibt es aber diese nicht,
und zwar beide Bedingungen müssen erfüllt werden, dann ist es zwar eine Nutzfläche, aber keine Wohnfläche im gesetzlichen Sinne. Und daher kann es sein, dass ich zum Beispiel einen Keller habe mit einer großen Eisenbahnanlage. Vielleicht habe ich dort sogar eine private Sauna eingerichtet oder was auch immer. Dann ist es eine Nutzfläche. Das kann bei einem Keller, der das ganze Haus unterkellert hat, sogar eine große Fläche sein, aber es ist keine Wohnfläche. Und daher kann der Unterschied erheblich sein. Auch abhängig natürlich davon, was für ein Dach habe ich, weil bei einem Flachdach wird es eine andere Definition geben als bei dem normalen üblichen Dach mit der Schräge. Und es kommt auch darauf an, was man in diesen Räumlichkeiten macht. Weil ein Hobbyraum, der spielt jetzt nicht so die große Rolle, ist natürlich emotional wichtig, weil man selber sich ausleben kann, aber beim Unterschied von Wohnfläche und Nutzfläche macht das jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Fläche man wirklich braucht. Zum Beispiel, wie viele Familienmitglieder das Haus dann bewohnen sollen. Wenn man das also zusammenfasst, kann man sich so behelfen, dass man sagt, bei der Suche nach einer Wohnung orientiere ich mich eher an der Nutzfläche, weil die genauer ist, wie viel Fläche, wie viel Platz zur Verfügung steht, um zum Beispiel die Einrichtung umsetzen zu können. Beim Haus orientiere ich mich eher an der Wohnfläche, wobei hier natürlich es von der Situation zur Situation unterschiedlich sein kann, weil ich kann ja auch den Keller ausbauen. Das kommt dann darauf an, wie die Beschaffenheit ist, und es kommt halt auch darauf an, welchen Zweck ich zum Beispiel mit einem Keller oder einem Dachausbau oder was auch immer bezwecke, welche Pläne ich habe, was ich vorhabe, wie auch immer. Und in diesem Sinne kann man bei der Suche auf den Immobilienportalen mit Nutzfläche und Wohnfläche die möglichen Angebote sehr gut filtern. Und damit hoffe ich, dass ich diese beiden Begriffe gut erklären habe können. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.